Hast du mal mit einer Diät angefangen? Hat das geklappt bei dir? 99% der Diäten bringen keinen Erfolg. Die meisten kehren zu ihrem Gewicht zurück oder wiegen sogar mehr als vorher. Wenn es um das Thema Abnehmen geht, begegnen uns Dinge wie zum Beispiel Kohlsuppe jeden Tag essen, Ananas jeden Tag futtern, magische Wundersmoothie mit Zauberkräften oder teure Tabletten, die den Winterspeck über Nacht wegzaubern sollen. Das ist natürlich alles Quatsch, das wissen wir auch. Aber unser Kopf möchte das dran glauben. Dran glauben, dass wir in einer Woche 5 Kilo abnehmen. Unterstützt wird durch Social Media wie Instagram und so weiter, wo Promis uns glaubhaft machen, dass diese Wundermittel gibt. Mit diesem Wunderpulver, das ich in mein Müsli rühre, habe in 2 Wochen meinen Traumkörper, als ob. Verstärkt wird durch natürlich Werbungen im Fernsehen oder Zeitschriften, Frauenzeitschriften. Es gibt keine Frauenzeitschrift, die keine Werbung für Diät macht. Der Glaube an diese Versprechen führt dazu, dass man sich richtig hängt und an alles hält, aber am Ende natürlich kein Ergebnis und das führt zu Frust. Am Anfang nimmt man vielleicht 2 bis 3 Kilo ab, aber nur Wasser. Aber solange man normal ist, zack, nimmt man wieder zu und oft mehr als vorher. Der sogenannte Jojo-Effekt. Herzlich willkommen. Bei dieser Crash-Diät bekommt der Körper nichts. Und wenn Nahrung wiederkommt, denkt, oh, jetzt muss sie alles speichern, alles lagern. Und wo? Po, Hüfte und Bauch. Glückwunsch, falls eine Notzeit wiederkommt. Dieser Frust wird als Misserfolg im Gehirn abgespeichert. Und jetzt kommt die Frage aller Fragen. Wie kannst du das dauerhaft schaffen? Und das werde ich dir jetzt erklären. Verabschiede dich von Crash-Diäten. Verabschiede dich davon zu glauben, dass du in 5 Tagen 5 Kilo abnimmst. Das kann nicht funktionieren. Das ist voll die Lüge. Und egal was du tust, das wird nicht funktionieren. Garantiert. Das ist ganz einfache Mathe. Um 1 Kilo Körpergewicht zu verlieren, musst du 7000 Kalorien einsparen. Als Beispiel, 30 Minuten Joggen verbrauchst du 400 Kalorien. 30 Minuten Schwimmen verbrauchst du 170 Kalorien. 30 Minuten Spazieren gehen verbrauchst du 120 Kalorien. Wie du siehst, ein endlos langer Weg. Fazit, du musst einfach akzeptieren, dass es Zeit dauert. Dann kann man dauerhaft abnehmen. Und so kannst du auch entspannt abnehmen. Realistisch wäre 500 Gramm die Woche. Verabschiede dich von der Zahl auf der Waage. Wir treiben uns, liebe Freunde, in den Wahnsinn, indem wir jeden Tag auf die Waage steigen. Die Zahlen hier sind nicht unbedingt richtig, weil das Gewicht schwankt durch Wassereinlagerung, ob du viel oder wenig getrunken hast, Toilettengang. Fazit, deshalb nur einmal im Monat wiegen. Und so bist du mental ganz stark und bist nicht abhängig von Zahl. Informiere dich über gesunde Ernährung. Es ist ganz wichtig, sich mit dem Thema gesunde Ernährung auseinanderzusetzen. Was wo drin steckt. Was tut mir gut? Wenn du dich damit beschäftigst, merkst du tatsächlich, es ist gar nicht so schwer, dich gesund und gleichzeitig lecker zu ernähren. Fazit: Essen ist was Tolles.
Da sollten wir uns nicht verbieten lassen, sondern im Gegenteil wertschätzen. Vermeide Stress. Wenn du dir die 3 Punkte verinnerlicht hast und dir keinen Druck machst durch diese Versprechen, dann bist du auch nicht gestresst. Bei Stress wird man schwach und langt richtig nahe. Das wissen wir alle. Deshalb Fazit: Mach einfach Dinge, die dir gut tun, aber mach die richtigen. Hier zusammengefasst die 4 Punkte für dauerhaftes Abnehmen. Erstens, keine Crash-Diäten. Zweitens, verstecke die Waage. Drittens, informiere dich über gesunde Ernährung. Viertens, vermeide Stress. Diät heißt, eine bestimmte Zeit anderes zu essen. Die Frage hier, was ist danach? Ja, danach wie vorher. Ein Quatsch. Aufgepasst, dein Essverhalten hat dich zu dem jetzigen Zustand geführt. Das gleiche Essverhalten wird dich nie, aber niemals zu deinem Wunschgewicht bringen. Große Fazit: Letztendlich, du brauchst keine Diät, du brauchst keine Wundermittel, du brauchst keine Versprechen, du brauchst keine Ananas- und Kohlsuppe jeden Tag. Das Einzige, was du brauchst, einen gesunden, dauerhaften Lebensstil. Das war's von mir, liebe Freunde. Nicht vergessen, abonnieren, kommentieren, weiterempfehlen. Für mein Video gilt's Daumen hoch. Für euch Kochlöffel hoch. Euer Murat.